Wir haben jetzt 2 Fixpunkte, mathematisch ist das ausreichend, aber das Gerät kann keinen Fehler ausgleichen, der unter Umständen drin ist. Die Libelle nicht richtig gerade gehalten und so weiter und so fort. Dafür brauchen wir mindestens 3 Punkte. Und um das in Zukunft machen zu können, ist das Erste, was ich tue, wenn ich jetzt noch richtig frisch auf die frischen Fixpunkte mich stationiert habe, ich messe einen nächsten Punkt, der von da ab als Fixpunkt gilt. Dafür gehe ich hier einfach auf Messen. Das ist sozusagen jetzt schnell messen. 1,35 reicht aus. Ich will das gar nicht speichern und so weiter und so fort. Ich tue das gleich manuell als Fixpunkt abspeichern. Aber ich habe jetzt hier einen Punkt, der nochmal grob 90 Grad weiter weg steht. Das heißt, das spannt alles ein gutes System auf. Und ich drücke hier auf Distanz. Okay. Und habe damit alles, was ich brauche. Ich kann jetzt hier weiter nach unten gehen und kriege dann hier den Nord-, Ost- und Höhenwert. Das kann ich mir dann aufschreiben und als weiteren Fixpunkt eingeben. Dann habe ich auch noch Fix 3 in meinem Gerät und kann von da ab auf 3 Fixpunkte immer stationieren. Wofür der dritte Punkt gut ist, werden wir jetzt hier sehen. Wir haben schon eine recht brauchbare Messung. Das muss aber jetzt in der Form nicht so sein. Es könnte sein, dass wir vielleicht mehr als nur 2 mm Fehler drin haben. Jetzt kann ich sagen, ich möchte einen weiteren Anschlusspunkt messen. Und in meiner Liste habe ich jetzt Fixpunkt 3 drin. Und wir sehen, er ist ja eigentlich schon stationiert jetzt so im On the Fly, also ist noch nicht abgespeichert, aber er glaubt jetzt zu wissen, wo er ist. Und er sagt mir, okay, das müsste 15 Meter nach links sein. Und dann drehe ich den ganzen mal rüber und schaue, ob ich da einen Fixpunkt finde. Da ist ein Fixpunkt und da steht auch jemand drauf mit einem Prismenspiegel. Und jetzt, wir sehen jetzt hier schon, das haben wir zum Beispiel bei den anderen Geräten, bei den älteren würden wir das nicht sehen, wie gut wir jetzt hier im Signal schon drin liegen. Ich drehe auf Messen. Und jetzt sehen wir, die Lagegenauigkeit ist mit 5 mm, die ist schlechter geworden, vordergründig, letztendlich jetzt aber mit einem ausgeglichenen Fehler. Die Höhengenauigkeit ist auf 0 Meter heruntergegangen, also da haben wir fast keinen messbaren Fehler mehr. Das ist jetzt in der Form sehr gut und daraus kann ich jetzt die Stationskoordinaten berechnen. Eine weitere Geschichte, jetzt, ich kann auch keine Fixpunkte mehr vertauschen mit diesen 3 Punkten, weil es nur eine einzige vernünftige mathematische Lösung des Ganzen gibt. Und jetzt gehe ich hier auf Setzen, Station und Orientierung gesetzt. Und jetzt kann ich in diesem ganzen System messen.